Ich war in Zwickau im Museum, habe den Rennwagen gesehen, den Typ C von Auto Union. Und da der hier aus der Region kommt, das eben meine Heimat auch ist, habe ich mir gedacht, den würde ich gerne mal nachbauen. Und ja, dann habe ich halt überlegt, wie kannst du den am besten bauen, dass du den auch auf der Straße fahren kannst. Und dann kam mir die Idee, nimm einfach einen Buggy mit Straßenzulassung, baue die Karosse, mach das Ding schön und schwupp, kam das dann eben raus. Da ich eben damals die Karts gesehen habe, die man auf der Straße fahren kann, habe ich mir gedacht, sowas will ich auch mal haben, weil das Feeling ist einfach schön, knapp über der Straße zu liegen, ein bisschen Leistung zu haben, Go-Kart-Feeling eben für die Straße, und da habe ich mir gedacht, sowas musst du auch mal bauen. Und ja, dass er das eben angeboten hat, dass ich auch mit dem Museum gut im Kontakt stehe, Bilder machen konnte, Maße nehmen konnte, habe ich gedacht, komm, das Ding baust du einfach mal. Das ist cool. Hallo, mein Name ist Sven Weber, ich komme aus dem Vogtland. Ich habe ein Auto Union Typ C im Maßstab 1:2 gebaut und das ist das Ergebnis. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Ja, die Probleme waren eigentlich bei den Proportionen. Das Modell im Maßstab 1:2 zu bauen, weil das Original ist fast über 5 Meter, fast 6 Meter lang. Und das dann eben auf die Größe zu kriegen, so dass man es in einem Buggy kriegt und trotzdem noch einigermaßen vernünftig gut aussieht halt, ne? Von den Abmessungen her, dass eine große Person auch drin sitzen kann. Man kann ja jetzt den Sitz verstellen und alles drum und dran, aber ich finde eigentlich, ist es ganz gut gelungen. Ja. Also das Besondere ist halt, dass es eine Aluminiumkarosse ist, dass wir das aus Aluminium gefertigt haben. Die Front, klar, die ist fast 1:1, eben von der Form her. Das Armaturenbrett haben wir 1:1 gebaut. Der Sattler, unser Sattler Ludwig, danke erstmal, der hat den Originalstoff, wie es im Museum steht, den Originalstoff, den Sitz gemacht, das Lenkrad und die Schalteinheit. Richtig super Arbeit. Ja, und sonst ja, sind wir eigentlich ziemlich nah am Original, außer eben die Länge und ja, die Räder größer. Ja, ich habe mich erstmal umgeschaut, welcher Buggy von den Proportionen überhaupt erstmal in Frage kommt und auch von der Leistung her. Und dann haben wir eben einen Buggy gefunden, haben den eben ein bisschen modifiziert, so dass es von den Proportionen passen würde. Habe das am Computer dann designt, die Größe. Erstmal, wie es aussehen soll, und dann haben wir eben angefangen, die Karosserie dann eben zu bauen. Ja. Also ein Kumpel von mir in Chemnitz, der hat eine Firma, der macht nur Aluminium, Aluminiumtanks, Verkleidungen, alles aus Aluminium, und der hat eben natürlich auch die passenden Maschinen dazu, ne? Rollenstreckmaschine, Kantbank, das und dann eben alles moduliert. Ja. Die Felgen sind vom Fiat 500, ich glaube 50er Jahres, 12 Zoll. Original hat es jetzt 10 Zoll drauf gehabt damals, wir wollten ein bisschen größer, eigentlich wollte ich noch größer, aber der TÜV hat gesagt, ohne angepasste Bremsanlage mit Scheibe vorne und alles drum und dran, wird es halt schwierig, noch größere Felgen einzutragen. Aber ich finde, die sehen eigentlich ganz cool aus, wie beim Original Speichenfelgen. Das ist eben richtig geil. Ja, der Motor wurde ein bisschen modifiziert. Also Original ist ein 125er, 125 Kubik drin mit 11 PS und eingetragen sind, glaube ich, fast an die 80 km/h. Genau. Ja, eigentlich haben wir die ganzen Karosserieteile alle zum Verschrauben gemacht. Eigentlich wollten wir es nieden, aber wir müssen die Teile auch mal irgendwann wieder auseinanderkriegen, wenn mal oben eine Reparatur ist oder sowas. Dann haben wir uns überlegt, nehmen wir mal die Schrauben, schöne Schlitzschrauben wie beim Original unten im Museum,
Haben uns dieselben Schrauben rausgesucht. Ja, und dann ist uns aufgefallen, jedes Mal, wenn du an den Motor eben ran willst hinten, dann musst du jedes Mal die ganzen Schrauben, das sind ja bestimmt 40 Schrauben, abschrauben, bis du da überhaupt erstmal an den Motor wieder rankommst. Und dann haben wir überlegt, machen wir hinten die Schrauben, machen wir als Zierde rein und dann die Schnellverschlüsse eben, die Spannverschlüsse, dass wir da auch mal schnell an den Motor eben rankommen. Ne? Da muss man wieder ein bisschen was umbauen. Ja, aber ist eigentlich ganz gut gelungen. Also die Lampen, ich wollte es ja so klein wie möglich haben, weil die Lampen bei einem Rennwagen sieht ja immer ein bisschen kitschig aus. Ne? Das macht eigentlich die Form kaputt. Aber wegen der Straßenzulassung braucht man halt Lampen. Und dann habe ich mir überlegt, wir nehmen mal kleine Mofa-Lampen. Die sind eben richtig schön klein. Habe die ein bisschen modifiziert, so dass die für den TÜV okay sind. Die Spiegel sind kleine Rallye-Spiegel, das sind eigentlich die kleinsten, so, die zugelassen sind vom Durchmesser her. Die Scheibe habe ich selbst angefertigt, dass die eben auf die Maße eben passt. Boah, was haben wir noch alles gemacht? Die Rückleuchten sind von Kellermann, das sind so ganz kleine mit Bremslicht, Rücklicht und normales Licht in einem. Dann haben wir hinten eine größere Bremsanlage eingebaut, größere Scheibenbremse, dass wir ein bisschen mehr Bremsleistung irgendwie hinten haben. Vorne ist normale Trommelbremse noch. Oh, was haben wir noch gemacht? Ja, den Tankstutzen, den Tank angefertigt, dass wir eben oben raus, wie beim Original, die Tanköffnung oben haben, also den Rennverschluss. Das Armaturenbrett haben wir, wie gesagt, komplett 1:1 nachgebaut. Die ganzen Armaturen mussten wir auseinandernehmen, um die Ziffernblätter, wie beim Original im Museum, neu anzufertigen, aus Folie zu machen. Die Halterungen für die ganzen Instrumente, außenrum waren so Viereckige, die haben wir 3D drucken lassen, so dass wir wirklich absolut ans Original rankommen, dass das wirklich identisch aussieht. Ja. Das Fahrzeug hat eine Straßenzulassung jetzt. Und der TÜV hat jetzt soweit alles abgenommen, wir haben alles durchgegangen, die Lampen sind perfekt, perfekte Höhe, Blinker, Warnblinkanlage, alles ist eben vorhanden, wie es auch sein soll. Genau, und damit kann man jetzt eigentlich offiziell auf der Straße fahren. Ja. Also am liebsten wäre mir jetzt eigentlich noch mal ein Airride-Fahrwerk, damit ich das Ding mal noch ein bisschen hoch und runter puppen kann. Ich glaube, das kommt jetzt noch rein. Und der Motorraum, der muss eben noch mal ein kleines bisschen überarbeitet werden. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Die Kabel alles schön verlegen. Dann kommt noch oben eine schöne Zierblende hinten drauf aus Aluminium, so dass das alles eben richtig edel aussieht und perfekt ist. Das ist jetzt noch meine Aufgabe und dann ist es eigentlich perfekt. Das Fahrverhalten von dem Fahrzeug ist eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt mal eine kleine Runde nur gefahren, jetzt mal bei uns auf dem Geländer. Waren auch mal kurz am Schleizer Dreieck bei so einer Veranstaltung. Da konnte man mal so eine kleine Probefahrt mitmachen, aber eben noch keine Volllastfahrt irgendwo, dass wir jetzt mal richtig drauf drehen können. Aber bis jetzt läuft der Motor perfekt, Standgas läuft super, klingt mega gut. Und ja, das wird jetzt in den nächsten Tagen auch folgen. Also hier hinten habe ich mein Phantom One Projekt noch, das ist die AWO. Das ist ja, ich glaube, das habt ihr in dem alten Video schon gesehen. Da habe ich damals angefangen, wo ich noch in Bochum gewohnt habe, mit der Glasfaserkarosse. Die ist jetzt mittlerweile auch in Aluminium. Da haben wir jetzt die Frontgabel CNC fressen lassen, Eigenentwurf. Die Schwinge hinten ist CNC gefräst, Eigenentwurf, die Sitzhalterung. Also das ist auch, wird auch nächstes Jahr fertig werden. Das wird auch ein mega Projekt werden. Dann bei der AWO eben ist ja original mit Kardanantrieb. Haben wir jetzt ein Zwischengetriebe angefertigt auf Kette, dass wir jedes Rad fahren können, 23 Zoll Felge. Das Ding wird auch Bombe werden. Ja, das ist so momentan auch noch ein kleines Projektchen. Die Leute, wie gesagt, wir haben es ja jetzt noch nicht großartig ausgestellt, das ist jetzt eigentlich Premiere. Wir waren am Schleizer Dreieck beim Event und da war so eine Traubenmasse drum. Also die haben gesagt, boah, was ist das denn? Mega geil. Ja, das ist halt, ist auch was Cooles irgendwo. Nicht, dass du es nicht nur in der Garage stehen hast irgendwo, sondern dass du es auch mal fahren kannst, offiziell auf der Straße, mal zur Eisdiele oder mal am Wochenende mal eine Runde irgendwie oder mit Freunden.
Das ist halt was Cooles. Ja. Ich würde mich gerne bedanken noch für die Hilfe an meinen Blechfuzzi, sage ich jetzt einfach mal so, aus Chemnitz, der Uwe. Dann an meinen Sattler Ludwig. Dann würde ich mich noch gerne beim Danny bedanken, bei meinem Freund. Der hat mir auch mega geholfen bei der Elektrik und alles drum und dran. Der und bei meiner Freundin, die hat auch mitgeholfen. Das fand ich mega cool von ihr. Ja, beim Zusammenbau die ganzen kleinen Schrauben anzufädeln, war mega cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal. Liked das Video und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach in den Kommentare oder schreibt mich an. Dann kann ich euch weiterhelfen. Dann viel Spaß noch!